arbeiten konnte, Entscheidungen treffen konnte wie ein Mensch, wenn menschliche Drohnen eingebaut wurden. Tja, Sau. Mit dir ist vorbei. Endlich. Hello, Adam. Welcome to the edge. It is not the end of the world, but you can see it from here. Eliza? What are you doing here? It is my job to monitor and report on the news, Adam. Before Darrow smothered everything with his signal, the whole world was tuned into this place, including me. The broadcast. I have to stop it. I know. Please, come closer. Do you know where we are, Adam? We are at the fulcrum point, when society lies in the balance. Hugh Darrow hoped to tip the scales one way, by telling the world everything you already know. About the biochip, the Illuminati, everything. He believed knowing the truth would convince mankind to abandon research into human enhancement technologies forever. It would certainly give them reason to fear it. Indeed. Darrow's confession is ready to send. If you want, I can wideband it across all media as soon as you shut down the signal. Everything you worked so hard to uncover will be exposed. But only if you deactivate the broadcast using this control. However, if you desire, I can alter Darrow's message. Conceal the creation of the biochip while putting in new content. Content blaming the Humanity Front, like Sarah suggested. The organization has already admitted to harboring terrorists. It would be easy to convince people they turn to biological warfare in a more desperate attempt to get rid of augmented people. But why? What would that achieve? In time, it could shift the focus of hatred onto people whose prejudices are seen as too extreme, leaving corporations free to experiment with human evolution as they desire. But if you want me to perform this edit for you, you must disengage the signal and activate the video edit function from here. Of course, there is another option. This passage leads to Panchaea's pressure regulation controls. Destroy them and the installation will cave in on itself, overwhelmed by the weight of the ocean pressing against it. Everyone inside the structure will die. That's a solution? No one will be left to tell the world what happened, Adam. Nobody will be able to spin the story. Including me. The choice is yours. Do you believe you have the wisdom to choose an appropriate future for mankind? Or do you trust mankind to find the answers on its own? Okay, hier wäre wahrscheinlich noch eine dritte Option gewesen. Service-Botschaft senden, Deus-Botschaft senden, das wäre wahrscheinlich Taggarts Botschaft gewesen. Ich speichere mal, gehe mal kurz hier durch. Und das hier wie Selbstzerstörungsknopf. Okay. Ich werde... Was wäre denn meine wirkliche Wahl? Ich gehe ein bisschen schon mit Deus' Botschaft, nicht seinen Weg, den er gegangen ist. Aber dass die Leute die Wahrheit erfahren sollten und, naja, die Gefahren kennten, einher. Serif, er ist naiv. Ganz ehrlich. Er konnte ja auch nicht verhindern, dass die Illuminaten neue Biochips entwickeln, um die Fähigkeiten mit den Augmentierungen zu kontrollieren. Ich frage mich jetzt wirklich, was Taggart gewesen wäre. So ein Scheiß. Die Enden, die ich habe, werde ich alle zeigen. So, 31. Oder gar nichts. Dann wird, ja, eine große Fehlfunktion. Aber dann ist das quasi ein Ende für die Illuminaten, finde ich. Die verlieren wohl die Installation. Aber was wir bisher gemacht haben,
bleibt unaufgedeckt. Ich glaube, meine wirkliche Entscheidung ist Deus' Botschaft. If you do this, the unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? So wie du mir das gerade präsentiert hast, nee. Let me think about it. Was sagst du mir hier nochmal zu? If you do this, the focus of hatred may shift to those responsible for unleashing biological warfare, leaving corporations free to experiment with human evolution. Are you sure this is your choice? Nein. Okay. Ja, ich weiß, wohin das hätte führen können. Da würde ich, glaube ich, dann tatsächlich eher die Selbstzerstörung nutzen. If you do this, the world will be left with questions and may never reach a consensus. Are you sure this is your choice? Ganz ehrlich, einen Konsens wird die Welt niemals bekommen. Ja, doch. We have little time left, Adam. And might I say, it has been a pleasure. Do I trust mankind to save itself? That's what Eliza was asking. Das nicht unbedingt. Aber es ist der Job der Menschheit. I don't know. After everything I've seen, all the fighting and the chaos around me, I only know what I want to believe. Somehow, human decency will triumph. These past few months, I've faced many life-threatening situations. I could have given up many times, but my need to know the truth, to uncover the secrets that others were hiding, and to survive, forced me to keep on going. Most of the time, I tried to keep my values in mind, knowing my actions did not have to harm others. I held on to my humanity, resisting the urge to abuse power or resources in order to meet my goals. And in the end, I got the job done. But does this mean I have the right to choose for everyone? No. Because it isn't up to me. It isn't up to Darrow, Seraph, or Taggart either. Ordinary men and women will have to decide together what course mankind should take. The kind of people who time and time again have picked and chosen the future in highly practical ways, slowing change when it's negative, speeding it up when it's good. Can they do it again? I don't know. But I do know I'm not about to let anyone in this station, myself included, stand in their way. Ja, dieses Ende gefällt mir. Doch, das... Ich weiß nicht, was Taggarts Ende ist, aber das sagt mir sehr zu. Oh doch. Ja, das ist die richtige Entscheidung. Ja. Dann ist es nicht unser Job, ist auch nicht von David Seraph, der will so ein Unternehmen weiterführen. Er glaubt ja tatsächlich an seine Überzeugung. Aber er blendet auch alles aus, was an negativen Punkten mit dabei ist. Und Darrow, tja, damit beeinflussen wir dann auch die Entscheidung, indem wir alles klar offenlegen, aber damit auch eine Richtung vorgeben. Denn Technologie und Wissenschaft wird erstmal wirklich verteufelt werden. Diese Ereignisse, die passiert sind, werden über kurz oder lang schon zumindest versucht werden aufzudecken. Und das hätte dann wahrscheinlich einen sehr
würde dann in der Masse ein mehr rationaleren Umgang mit Ereignissen auseinandersetzen. Denn wenn die ganze Wahrheit auf einmal rauskommt, wird erstmal eine emotionale Entscheidung darauf fallen. Okay. Die Quest lasse ich jetzt nicht komplett durchlaufen. Und ich zeige dann jetzt mal die anderen beiden Enden. Als nächstes interessiert mich mal, wenn ich Deus rausschicke. The unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? Eigentlich nicht, aber ich möchte es zeigen. So be it then. Albert Einstein said, technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. Took me a while, but I finally see his point. How often have we chased the dream of progress only to see it perverted? More often than not, haven't the machines we built to improve life shattered the lives of millions? And now we want to turn that dream on ourselves to fundamentally improve who we are. Experience has shown me how dangerous that can be. How many times in the Call of Duty did I almost fall into the trap of taking shortcuts, abusing my abilities or the resources at hand? I resisted. Barely at times, because I valued human lives and considerations. Can I truly despise others who fall? Technology offers us strength. Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse. Darrow understood this. He knew that using technology to become something more than we are risks losing our ability to love, aspire, or make moral choices. The very things that make us human. It also risks giving some men the power to make others what they choose, regardless of the cost to human dignity. The suffering Darrow inflicted is not the end of the world. It is merely the seed for change. And change never comes without pain. Für dieses Ende wurde jetzt auch gerade ziemlich gut argumentiert. Vor allem, dass Möglichkeiten Macht erzeugt, dass Dominanz, weil gleicher Zugriff niemals herrschen wird. Das Ende hat was. Wobei ich mit Deus Weg eindeutig nicht einhergehe. Das geht nicht. Dass da einfach alle augmentierten Personen draufgehen. Das kann ich einfach nicht akzeptieren. Was mir gerade auch auffiel, ist, dass in der Ansprache wir menschliches Leben anscheinend immer sehr wertschätzen. Ich frage mich, wären wir ballernd durch Deus Ex gegangen? Würde diese Ansprache etwas anders aussehen? So. Das dritte Ende, Serifs. Ich glaube, das ist noch mit das, was mir am wenigsten zusagt. If you do this, aber the focus of hatred may shift to those responsible for unleashing biological warfare, leaving corporations free to experiment with human evolution. Are you sure this is your choice? Ich bin mal gespannt, wie Alle Enden das präsentiert. So be it then. Seraph was right about one thing. It's in our nature to want to rise above our limits. Think about it. We were cold, so we harnessed fire. We were weak, so we invented tools. Every time we met an obstacle, we used creativity and ingenuity to overcome it. The cycle is inevitable. But will the outcome always be good?
I guess that will depend on how we approach it. These past few months, I was challenged many times. But more often than not, didn't I try to keep morality in mind, knowing that my actions didn't have to harm others? Time and time again, didn't I resist the urge to abuse power and resources simply to achieve my goals more swiftly? In the past, we've had to compensate for weaknesses, finding quick solutions that only benefit a few. But what if we never need to feel weak or morally conflicted again? What if the path Sarif wants us to take enables us to hold on to higher values with more stability? One thing is obvious. For the first time in history, we have a chance to steal fire from the gods. To turn away from it now, to stop pursuing a future in which technology and biology combine, leading to the promise of a singularity, would mean to deny the very essence of who we are. No doubt the road to get there will be bumpy, hurting some people along the way. But won't achieving the dream be worth it? We can become the gods we've always been striving to be. We might as well get good at it. Interessanter letzter Satz. Okay, Seiner hat auch was. Ich sehe die Weiterentwicklung, die Zuhilfenahme für Technologie als Teil der des menschlichen Charakters schon an, also seine Umgebung zu nutzen. Ja, auch die Amish sind da nicht draußen, die nutzen halt auch ihren Pferdewagen. Die haben nur einen gewissen Standpunkt genommen. Sie laufen aber nicht nackt durch die Gegend, suchen sich natürliche Höhlen und essen nur die Beeren, die sie kriegen können. Nein, sie bauen auch tatsächlich an, was auch schon die Nutzung von Technologie einhernimmt. Und an sich einen Ast aufzuheben, ist in gewisser Weise der erste Schritt, wenn man damit dann einen Speer missbraucht und damit ein Tier legt. Ja, schon cool. So, das war fürs erste Deus Ex Human Revolution. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden, mal nachschauen, wo man Taggart finden kann. Und bis zu diesem letzten Punkt, wo man sich da entscheidet, dann nochmal wieder neu aufnehmen, um auch Taggarts Ende zeigen zu können. Das versuche ich noch hinzukriegen. Aber das dann später, da muss ich erstmal nachschauen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Moin moin Leute, und hier ist jetzt der Nachtrag zu Deus Ex Human Revolution, wie man zu Taggart kommt. Ja, hier hinten drin war ja die Limb-Klinik, hier sind wir rausgekommen, die ersten Leute hier rauszuschließen. Unten geht es ja runter mit einem Fahrstuhl zu David Seraph. Und hier habe ich einfach so angenommen, dass man hier nicht durch kann. Das stimmt nicht. Man kommt hier durch. Und den Weg zeige ich auch soweit. Dann pausiere ich eben die Aufnahme, hole mir nochmal David Seraph ab und dann zeige ich nochmal fix das Ende von Taggart. Naja, Sicherheitskamera. So, da mich die Enten jetzt noch nicht mehr interessieren. Ach komm, Gasgranate. Funktioniert doch gut. Hacken wir schnell dieses Teil hier. Ja, mich interessieren jetzt auch nicht mehr die Nebensachen. Ich will einfach nur noch das hier abschließend schnell zeigen. Komm, nehmen wir eine Nuke. Access granted. Wunderbar. Roboter, der deaktiviert ist. Ja doch, sag mir erstmal zu. Das wäre wahrscheinlich der draußen auf den Stegen rumlaufen würde. Sonst hier noch irgendwas drin?
Hier muss man nicht unbedingt lang. Man hätte auch hier durch können. Ich zeig mal kurz, wo man rauskommt. Das ist halt hier, bei dem Gang, wo die beiden Kameras sind, die ich gerade deaktiviert habe. Da kann man jetzt auch frei machen. Ah, und da wäre der Roboter gewesen. Mhm. So, hier geht eine Leiter hoch. Ich glaube, dann landen wir tatsächlich direkt in Taggarts Raum. Es gibt einige Möglichkeiten, da reinzukommen. Ob man jetzt hacken kann oder nicht. So, hier haben wir ihn. Lasermunition brauche ich gar nicht. Schauen wir mal kurz, was er auf seinem Rechner hat. Ist keine Übung. Ja. Wurst. Hallo, Taggart. Mr. Jensen, how ironic that you should be the one to save us from the monsters out there. Monsters, Taggart? You mean people. Augmented people who've lost all control, lost their reason. Isn't that supposed to be my line? Unfortunately, it seems your esteemed Mr. Darrow decided to appropriate my point and turn it back on me. In madness and in blood. He has betrayed us all. So you finally admit it. You are part of this after all. You have been all along. It would be pointless to deny anything now, but despite what you think of us, we never wanted augmentations outlawed. All we've ever sought is regulation, rules governing how the technology is developed, and laws that ensure it's used for the good of society. You've raised society above humanity. So who gets to make those rules? Men with wisdom, strength, and tenacity to know what's right. Proven leaders who distinguish themselves like you, Mr. Jensen. You've certainly earned the right to be one of us. All you have to do is take it. I'm not looking for glory, Taggart. Just remember that without control, there's no room for freedom, only anarchy. You were a policeman once. You know the importance of order. I know there's a difference between order and slavery. The biochip wasn't supposed to force people to do anything. It merely limited powers so that people couldn't go on killing sprees like the ones taking place right now. Amazing how well that worked out. Say what you will. But I know that some part of you agrees with me. Absolute freedom is no different than absolute chaos. Society needs boundaries if it has any hope of surviving. And you, Mr. Jensen, can be the one to give us that hope. Shut down Darrow's signal. Then help me get a message out saying that an accident at VersaLife contaminated the world's neuropozyne supply. VersaLife? And what if I decided to blame the Illuminati? The Illuminati is just a name to get rich financiers to invest more money. Besides, do you really think the world will believe in some 18th century conspiracy theory? Do this for us, and you'll ensure a future for mankind, all of mankind, augmented or otherwise. The future Hugh Darrow offers doesn't allow for both. Let me think about it. So, damit haben wir jetzt Taggarts Option freigeschaltet. Er will also dafür sorgen, dass es unbedingt kontrolliert werden muss. Und jetzt habe ich erst so richtig gemerkt, dass er so der, naja, Kopf der Illuminaten, will ich jetzt nicht sagen, aber somit die Hauptperson. So, den Weg, David Seraph und den Kampf, den gebe ich mir jetzt nochmal, aber das Offscreen habe ich ja schon alles gezeigt. Und wir sehen uns dann nochmal im Kontrollentscheidungsraum, wo wir dann die Nachrichten absenden. Bis später. Ciao, ciao. So, und da bin ich jetzt im Kontrollraum. Adam. Welcome to the edge. It Ja. is not the end of the world, but you can see Eliza? it is. I plead Klar, das hatten wir da schon gehört. You, of course. Mit Seraph hatte ich jetzt nicht No one will gesprochen. the So, lassen wir uns gleich einfach beschreiben, was denn Taggarts Option wirklich ist. Wie gesagt, mit Seraph habe ich jetzt nicht gesprochen, das Ende kennen wir. Dann wollen wir mal sehen, wie Taggarts Regulierungs- und Überwachungsoption aussieht. If you do this, first-hand experience with corporate negligence on such a grand scale may convince mankind to enact harsh restrictions on human enhancement research. Are you sure this is your choice?
Bei deiner Vorstellung hört sich die Option sogar ziemlich gut an. So be it then. Freedom. To those who don't have it, it's more valuable than gold. But where should it start and end? We humans often think we have the right to expand, absorb, convert, or possess anything we need to reach our dreams. But time and time again, hasn't this led to conflicts with others who essentially believe the same thing? Looking back on the challenges I faced, at the way I often resolve them, I realize morality can become our saving grace. Most of the time, didn't I try to keep my values in mind, knowing how my actions would affect others? More often than not, I resisted the urge to abuse power and resources simply to reach my goals more swiftly. I managed to hang on to my humanity, but the temptation to ignore it was always there. It's that temptation that so worries Taggart. He's not afraid of freedom. He's afraid of the chaos that erupts when individuals have nothing but morality to constrain them. He wants us to regulate enhancement technologies because he fears all that power, without limits, without guide rails to keep us from abusing it. Absolute freedom is no better than chaos. Society needs laws and regulations to protect it. So if the men and women behind Taggart need to work in the shadows, pulling strings to enable us to head in a safe direction, will supporting them be all that bad? If they're as wise as Taggart says, how bad will their leadership be? I just hope they stand by what they say. So, damit haben wir auch das letzte Ende gesehen. Und es sagt mir noch mit am wenigsten zu. Regulierung, gut und schön, aber nicht von denen. Und ja, mein persönliches Ende bleibt immer noch die Selbstzerstörung. Das halte ich für den richtigen Weg. Na gut, ich hoffe, das LP hat euch gefallen. So, die letzten Tage habe ich den Rest tatsächlich, als er die Story so richtig angezogen hat, musste ich das in einen Rutsch fast durchspielen. Das ist ein packendes Spiel. Lohnt sich mehrfacher Walkthrough? Ja, schon. Es wäre jetzt interessant tatsächlich nochmal zu sehen, ob man es auch hinkriegt, ohne wirklich mal entdeckt zu werden. Dann hat man wahrscheinlich auch die Punkte, weil das Spiel es belohnt, Leute nicht umzubringen und unentdeckt irgendwo rumzukommen, alles zu erkunden. Könnte man es vielleicht auch hinkriegen, komplett augmentiert zu sein, sich wirklich alles installiert zu haben. Wir waren ja schon fast nahe dran. Und das Potenzial ist da, von den XP her. Das sollte wirklich klappen. Also mehrfach durchspielen, doch, kann sich lohnen. Wirklich schwerer ist dann, glaube ich, der Anfang, weil man da einfach noch nicht so viele, ja, Unsichtbarkeit. Sehr praktisch, vor allem wenn man dann mehrere Energiezellen hat. Am Anfang hat man halt ein bisschen wenig davon. Da braucht man extrem viele. Man weiß auch, dass man nicht unbedingt immer hin und her laufen muss, um Sachen zu verkaufen. Man kommt an sich schon an genug Geld, seltsamerweise später, wo man nur noch zu einer Lymphklinik gehen kann. Naja. Und während den Endkampf, das habe ich gerade eben wieder gemerkt, einmal Bescheid weiß, ist das kein Problem. Einmal Cloaking anmachen, die 3 Kapseln aktivieren, das Ding in der Mitte hacken und dann warten und die 4 einzelnen Roboter, die nacheinander rauskommen, kaputt machen. Da man ja weiß, wo sie rauskommen, ist das Ding eigentlich in Sekunden gemacht, würde man nicht die Unterhaltung abwarten müssen. Also der Endkampf ist so ein bisschen, naja. Ja, aber die Enden gefallen mir, vor allem auch wie sie präsentiert sind. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass da blödsinnige Optionen sind, mit denen man gar nicht einhergehen kann. Jeder hat schon gute Argumente dabei.
Also, das war Deus Ex Human Revolution. The Missing Link wird nochmal kommen. Wer weiß wann. Jetzt sofort noch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten LP. Viel Spaß, Leute. Ciao, ciao.